Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Geschwister, ich möchte Sie zunächst ganz herzlich mit dem islamischen Gruß begrüßen. Assalamu alaikum. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Die islamische Glaubensgemeinschaft hat dem österreichischen Parlament ihre Stellungnahme zur von der Bundesregierung angedachten Novellierung, und in Wahrheit ist es eine Verschärfung des Islamgesetzes, übermittelt. Ja, heute möchte ich die Gelegenheit ergreifen und Ihnen einen kurzen Überblick über den Entstehungsprozess unserer Stellungnahme, aber auch über den Inhalt dieser geben. Dabei möchte ich eingangs gleich eines festhalten. Die Novellierung des Islamgesetzes in dieser Form erfolgt ausdrücklich gegen den Willen der islamischen Glaubensgemeinschaft. Wie ist es dazu gekommen? Ich darf ausholen. Am 2. November 2020 hat ein brutaler Terroranschlag unsere gesamte Gesellschaft erschüttert. Ohne sich allerdings ausreichend Zeit einzuräumen, die Geschehnisse umfassend aufzuarbeiten, hat die Regierung bereits wenige Tage später ein sogenanntes Antiterrorpaket präsentiert. Dieses Paket sieht auch eine Verschärfung des Islamgesetzes vor, ein Umstand, den wir als Glaubensgemeinschaft noch am selben Tag stark kritisiert haben. Warum? Eigentlich liegt der Grund auf der Hand. Das Islamgesetz ist ein Religionsgesetz, meine Damen und Herren, liebe Geschwister. Es ist kein Sicherheitspolizeigesetz. Die islamische Glaubensgemeinschaft ist in diesem Land eine seit über 100 Jahren staatlich anerkannte Religionsgesellschaft und kein Sicherheitsapparat. Der erhebliche politische Druck, unter dem die Regierung aufgrund offenkundig gewordener Versäumnisse steht, darf doch nicht zum Anlass genommen werden, ein Gesetz zur strukturierten Überwachung einer gesamten Religionsgesellschaft zu verabschieden. Denn nichts anderes, meine Damen und Herren, liebe Geschwister, stellt der vorgelegte Gesetzesentwurf dar. Er beinhaltet gravierende Verschlechterungen zur aktuellen Rechtslage. Er steht über weite Teile in Konflikt mit allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen. Er greift in die inneren Angelegenheiten unserer Glaubensgemeinschaft ein und er wirft erhebliche grund- und menschenrechtliche Probleme auf. Dem allen nicht genug, haben die politischen Verantwortungsträgerinnen sich dazu entschlossen, ein Religionsgesetz ohne die Einbindung der betroffenen Religionsgemeinschaft zu novellieren. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal in aller Deutlichkeit betonen, eine inhaltliche Einbindung der islamischen Glaubensgemeinschaft ist entgegen aller Behauptungen nicht erfolgt. Der vorliegende Gesetzesentwurf wurde also einseitig in die Begutachtungsphase geschickt. Das ist in dieser Form eine Einzigartigkeit im Verhältnis zwischen österreichischem Staat und Religionen. Als islamische Glaubensgemeinschaft lehnen wir daher den Gesetzesentwurf in aller Entschiedenheit ab. Der Gesetzgeber ist dringend dazu aufgerufen, diesen Entwurf in seiner Gesamtheit zu verwerfen und eine strikte Trennung zwischen sicherheitspolizeilichen und religionsrechtlichen Regelungen einzuhalten. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle bei all jenen Personen ganz herzlich bedanken, die uns in den vergangenen Wochen auf diesem Weg begleitet und uns ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Das bedeutet uns sehr viel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bleiben Sie gesund.